just said that. No, no, no. Manchmal reicht ein falsches Wort schon, um Musikgeschichte zu schreiben. Oder zumindest einen Lacher im Studio auszulösen. Heute geht es um einen Elvis-Versprecher, der es wahrhaft in sich hat. Doch bevor wir dazu kommen, ehren wir einen Mann, ohne den der Sound, zumindest der frühe Sound von Elvis Presley, überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Here's Elvis Presley. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von In Elvis Veritas, dem internationalen Elvis Presley Fankanal in deutscher Sprache mit englischen Untertiteln. Ich bin Gerd, wie immer, euer Gastgeber. Toll, dass ihr wieder mit dabei seid. Am 28. Juni jährt sich zum 9. Mal bereits leider der Todestag von Scotty Moore. Scotty Moore war der Leadgitarrist von Elvis und so berühmte Elvis-Songs wie Hound Dog oder Baby Let's Play House oder Too Much wären ohne Scotty Moore überhaupt nicht denkbar gewesen. Songs wie That's Alright Mama, Hound Dog, Don't Be Cruel und wie sie alle heißen, wären ohne Scotty Moore und seinem prägnanten Gitarrensound überhaupt nicht möglich gewesen. Zum 9. Todestag von Scotty Moore habe ich euch mal 3 Soundbeispiele ausgesucht. Ich habe die Gitarre von Scotty rausgefiltert, sodass ihr mal hört, welche klasse Arbeit er an der Leadgitarre, an der E-Gitarre für Elvis gemacht haben. Wir beginnen mit Baby Let's Play House, einem absoluten Rockabilly-Kracher, für mich eine der großartigsten Elvis-Aufnahmen überhaupt. Und Scotty Moore hat maßgeblich mit seinem Gitarrensound dazu beigetragen, dieser Rockabilly-Sound. Hört mal rein. Ja, und was wir bei Baby Let's Play House im Rockabilly Sound hatten, das hatten wir bei Scotty Moore mit einem hochinteressanten Gitarrenakkord, der in einem der größten Hits von Elvis vorkam, im zweiten Gitarrensolo von Hound Dog. Ja, und last but not least habe ich euch eines seiner virtuosesten Soli rausgesucht. Wir finden das Solo in dem Song Too Much. Er macht hier eine wunderbare Linie, die nicht leicht zu spielen ist auf der Gitarre, und wir hören mal rein. Scotty Moore war gut 3 Jahre älter als Elvis. Er starb am 28. Juni 2016 und sein Erbe ist für immer festgehalten in den fantastischen Aufnahmen, die wir von Elvis haben, bis zum Jahr 1968, wo Scotty Moore ja fast immer mit dabei war als Gitarrist. Mit dieser kleinen Hommage, mit diesen kleinen Ausschnitten wollte ich an diesem Tag heute Scotty Moore gedenken. Danke, Scotty. Ja, bevor wir zu dem angekündigten Versprecher von Elvis kommen, habe ich euch eine Neuerscheinung noch zu zeigen. Und zwar ist jetzt auch die FTD Vinyl von den Girl Happy Sessions erschienen. Es gab ja bereits die CD-Box dazu. Ich habe einen ausführlichen Review mit Soundbeispielen dazu gemacht. Ihr findet den Link hier oben. Und jetzt ist wie meistens bei FTD auch eine Vinyl-Ausgabe erschienen, eine Doppel-LP, die sozusagen die Highlights dieses CD-Sets zusammenfasst. Und was soll ich sagen? Nicht nur die Auswahl der Takes ist hervorragend gelungen, was vor allem besticht bei dieser Doppel-LP ist die Soundqualität. Bevor wir kurz darüber sprechen, zeige ich euch aber erstmal, wie die LP aussieht und was ihr zu erwarten habt.
Ja, man hat sogar den Bonussong You'll Be Gone mit draufgenommen, der ja auf dem Original-Soundtrack-Album auch als Bonussong mit drauf war. Und man hat hier wirklich ein fantastisches Mastering gemacht. Das klingt so gut, besser als die CD, muss ich sagen, besser als die CD. Ich meine, die Schallplatte hat sowieso einen wärmeren Klang und von daher ist es nicht groß überraschend, aber auch das Mastering, finde ich, ist besser gelungen als auf der CD-Box. Also eine echte Kaufempfehlung, zumindest für die Vinylsammler unter euch. Elvis the Girl Happy Sessions, die neue FTD Vinyl. Ihr bekommt diese FTD Vinyl bei meinem Partner, bei dem ich immer bestelle. Ihr wisst, wer das ist. Der TCB Shop mit Michael Born. Ihr bekommt vom TCB Shop diese Doppel-LP mit einem original deutschen Kinoposter zu Girl Happy geliefert. Eine schöne Beigabe, die mit dabei ist, wenn ihr beim TCB Shop bestellt. Bevor wir jetzt aber zu der Teeny Feet Story kommen, vergesst nicht, falls ihr es noch nicht getan habt, meinen Kanal zu abonnieren und mir ein Gefällt mir dazulassen. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja, bei den Sessions zu Harem's Carum, die wir letzte Woche besprochen haben, ihr findet den Link wieder hier, ist es natürlich wie immer bei diesen Session-Boxes so, dass wir eben auch das hören, was zwischen den Takes passiert. Wir hören die Gespräche im Studio, wir hören, wenn irgendein Blödsinn gemacht wird, wir hören, wenn gelacht wird und so weiter. Und wenn ihr euch erinnert, ich habe im letzten Video bereits darüber gesprochen, dass Shake That Tambourine der einzige Song war, der am ersten Tag aufgenommen wurde, man könnte auch sagen geschafft wurde. Und das hatte viel damit zu tun, dass es immer wieder zu Zusammenbrüchen kam und zu Gelächter kam und Elvis immer wieder abbrechen musste. Und man schaffte tatsächlich an diesem einen Tag nur diesen einen Song, Shake That Tambourine. Und in diesem Song ist ein Take dabei, der hat es in sich. Da hat Elvis einen Versprecher an den Tag gelegt, der es wirklich in sich hatte. Nicht nur aus damaliger Sicht, eigentlich auch aus heutiger Sicht. On their teeny feet. Teeny feet. Man, I can't believe I said that. Teeny feet. Bracelets keep it clinking on their tiny feet. No, no, no. Man, no. Eigentlich hätte Elvis an dieser Stelle Tiny Feet singen sollen. Stattdessen sang er Teeny Feet. Natürlich merkt er sofort, wie seltsam das klingt und er merkt auch die Zweideutigkeit dieses Wortes, denn Tiny Feet sind ja kleine, schmale Füße und Teeny Feet sind natürlich Füße von jungen Mädchen, die 13, 14, 15, 16 Jahre alt sind. Und natürlich hat man auch bereits 1965 da nicht ohne gewisse Hintergedanken das Wort Teeny Feet benutzt. Elvis merkt sofort, was er angerichtet hat. Und er sagt, man, I can't believe that I said that. Natürlich war ihm klar, dass das niemals auf Platte kommen wird. Wir haben das jetzt, 60 Jahre später, hören wir das erste Mal. Natürlich ein Ausrutscher, aber das zeigt auch, dass Elvis sofort erkannt hatte, die Brisanz dieses Versprechers. Natürlich lacht er drüber, aber er weiß natürlich auch, dass er das so nicht bringen kann. Also er muss das auch anders singen. Und die ganze Geschichte geht ja noch ein bisschen weiter, denn der Toningenieur ruft dann den nächsten Take auf und dieser Take hat ja eine Nummer, eine hohe Tausender-Nummer. Und Elvis sagt dann gleich spöttisch dazu, plus Tax. Soll also heißen, das ist die Strafe, die ich jetzt dafür bezahlen müsste, dass ich das gesungen habe, plus Steuer, die noch oben drauf kommt. See 2014. Plus tax. Also Humor hat Elvis immer an den Tag gelegt, auch bei dieser Geschichte mit den Tiny oder Teeny Feet. Ja, liebe Elvis-Fans, wie ihr wisst, war das natürlich nicht das einzige Mal, dass Elvis irgendwelche Versprecher passierten, dass er lachen musste. Wir haben eine Fülle solcher Beispiele. Ich möchte nur mal auf ein paar wenige eingehen. Das berühmteste ist natürlich die sogenannte Laughing Version von 1969, die allerdings live war. Da konnte er nichts mehr korrigieren, wo er in dieses Gelächter ausbrach bei Are You Lonesome Tonight? Ich habe darüber ein Video gemacht. And I had no cause to die. Dann haben wir einen auch amüsanten Versprecher bei Bossa Nova Baby aus den Fun in Acapulco Sessions. Im Take 1 singt dort Elvis nämlich Drink You Think. Und Drink You Think, das ist so Slang, Schimpfwort, ja. Du Petze, du Verräter, ja. Trinke, du Verräter, ja. Oder irgendwie so in der Art. Also eine Ausdrucksweise, die man natürlich 1963 nicht auf einer
Platte in den USA veröffentlicht hätte. Deshalb auch dieser Take 1, aber Elvis singt das ganz normal durch. Es war ihm wahrscheinlich in dem Moment auch noch gar nicht so richtig bewusst oder er nahm in Kauf, dass noch mehrere Takes kamen. He said, drink, you fake old fiddle-de-dink, I can dance with a drink in my hand. Und natürlich haben wir auch ein berühmtes Beispiel bei Wooden Heart, bei der Textstelle Muss ich denn zum Städterle hinaus, wo Elvis über diesen deutschen Text, der ist ja der deutschen Sprache nicht mächtig, natürlich lachen muss, aber er lacht eigentlich mehr über die Aussprache. Ich glaube, er wusste gar nicht, was er singt, der Text. Ich weiß es nicht, ob man ihn das übersetzt hat, aber er muss eigentlich über die Aussprache lachen. Auch dazu habe ich ein Video gemacht. Wir hören rein. Oh, steht allein in your house. Ein falsches Wort und schon hat man einen der charmantesten Outtakes der Musikgeschichte geschaffen, auch wenn der erst 60 Jahre später das Licht der Welt erblickt. Mich würde eure Meinung interessieren. Was ist dein liebster Elvis-Moment abseits des offiziellen Elvis, den wir kennen? Schreibe es in die Kommentare rein. Vielleicht weißt du auch noch andere amüsante Geschichten, andere Takes. Ergänze es einfach in die Outtakes. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ja, wenn du mehr solcher kurioser, aber auch menschlicher Momente aus dem Leben von Elvis Presley erfahren möchtest, dann bist du genau richtig hier bei In Elvis Veritas, die Wahrheit hinter dem Mythos. In diesem Sinne danke wieder für euer Interesse. Würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Denkt daran, long live the King. You like that, huh? Wenn die Leute wüssten, wie oft ich mich hier verspreche, wenn ich diese Videos mache. Irgendwann mache ich mal ein reines Outtakes-Video. Ihr glaubt gar nicht, was ich hier für einen Blödsinn manchmal erzähle und muss dann abbrechen. Ja, alleine mit diesem heute wieder. Ach komm, ciao.